Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe alle Kinder zur Schule und zur Kita gebracht. Und auf eBay Kleinanzeigen habe ich mal wieder einen Schrank für umsonst geholt. Denn es wird mal wieder ein bisschen gebastelt. So, und dafür nehme ich den jetzt erstmal auseinander, schleppe das alles in die Werkstatt. Was es wird, zeige ich euch dann. So, 2 Tage später, ich habe den Schrank auseinandergenommen. Der liegt hier hinten. Und jetzt ist es so, wir waren im Dänemark-Urlaub und es gibt diese Geschirrreihe von Madame Blanc. Und ich zeige euch ganz kurz, wie das aussieht. Das sieht so aus. Und davon hat meine Frau dann auf dem Trödelmarkt so 2, 3 Sachen geholt. Und wir haben uns überlegt, wie kann man das in der Küche oder überhaupt im Haus integrieren. Ich habe mir sowieso schon länger vorgestellt, in der Küche ein Regal hinzubauen. Und das Regal bauen wir heute. Ich habe sogar ein ähnliches Regal schon vorhanden von Ikea, aber das ist alt und das passt von den Maßen nicht. Ich zeige euch kurz, wie es aussieht. Also so sieht es aus. Hier ist noch ein Mittelbrett drin und in der Art würde ich es gerne wieder bauen. Nur mit dem Unterschied, dass es dass es tiefer sein muss, denn wir brauchen ungefähr 15 bis 17 cm und das hier sind, glaube ich, nur 12 cm Stärke oder Tiefe und das würde ich gerne geändert haben. Ich würde das gerne in 3 Stufen. Hier kommen diese Madame Blanc Sachen hin auf die untere Stufe. Dann würde ich gerne meine schönen englischen Teedosen hier anreihen. Die sind von der Firma Wittard. Super Tee. Und dann haben wir hier noch so Retro-Blechdosen für Kartoffeln und was weiß ich, was ich da noch habe. Und das kommt dann auch noch drauf. Das heißt, in 3 Stufen, ich muss das ein bisschen ausrechnen, das Regal wird insgesamt eine Größe von, ich sag mal, grob 80 x 80 haben. Gut, es trifft sich auf jeden Fall sehr, sehr gut, dass ich jetzt quasi schon Plattenmaterial habe. Das hat mich nichts gekostet. eBay Kleinanzeigen lässt grüßen. Das brauche ich nur zurechtschneiden. Das Coole daran ist, das hat verschiedene Stärken. Also ich habe, glaube ich, 1 cm starke Bretter, 1,5 und 2 cm. Ich würde das gerne, das Regal in 2 cm Stärke machen. Ich gucke mal, ob das ausreicht, aber ich glaube schon. Und dann schauen wir mal weiter, wie es klappt. Ich denke, ich mache erstmal den groben Zuschnitt. Damit fangen wir an. So, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ich brauche gar nicht so viel von dem Schrank. Und zwar werde ich 2 der Türen nehmen. Die möchte ich gerne als Rückwand nehmen. Ich finde die Maserung sehr schön. Und ansonsten nehme ich die 2, ich glaube, das ist einmal der Deckel von dem Schrank, dann noch das Einlegebrett von dem Schrank. Die haben jeweils 2 cm Stärke. Die schneide ich jetzt erstmal auf 16 cm und werde sie dann ablenken. Ich fange jetzt erstmal an. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? So, die 5 Bretter sind zugeschnitten. Was ich jetzt noch machen werde, ich werde die jetzt noch auf Länge an der Kappsäge schneiden. Danach bringe ich noch eine schöne Form rein. Dann ist es ja schon fast fertig. I cannot escape. I'm here till it breaks. Oh, how my heart aches. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself. So, jetzt möchte ich dieses Muster hier auf die hier übertragen. Ich habe jetzt die Kanten schon mal weggenommen und werde das Ganze mit dem Bündigfräser machen. Und zwar mache ich das so, ich klebe jetzt erstmal ein bisschen hier, ein bisschen da. So.
Dann kommen da ein paar Tropfen Sekundenkleber drauf. Dann nehme ich eine Bezugsleiste, das hätte ich vorher vorbereiten sollen. Aber ist ja nicht das Problem. Also, da halte ich das jetzt an und gucke, dass ich Aktivator und dann versuchen wir das so gut wie möglich dran zu halten. Festdrücken und jetzt kann ich gleich einfach mit dem Bündigfräser hier an der Linie entlang gehen. An dieser Linie kann ich dann gleich entlang gehen und ja, habe dann eine wunderbare Kopie vom eigentlichen Brett. Hoffe ich. Das Ganze muss ich natürlich zweimal machen. Ich check jetzt erstmal, ob das hier richtig eingestellt ist. Genau. So, und mit dem Bündigfräser kann ich mich quasi hier an dem Rädchen hangel ich mich entlang, quasi das ist meine Schablone, da geht das Rädchen lang und der Rest wird abgenommen hier. So, und jetzt habe ich eine perfekte Kopie von der Seite und brauche das nur noch so abnehmen. Und das Schöne ist halt, im Vergleich zu Doppelklebeband, dass das relativ einfach abgeht und hinterlässt halt keine Spuren. Und das Ganze jetzt noch mit der anderen Seite. Aber so sieht es schon mal aus. Das ist die eine Seite. So, ich habe mir jetzt die ganze Zeit Gedanken gemacht, wie ich die Rückwand mache und ich hätte gerne so eine Paneloptik. Und zwar habe ich jetzt noch vom Gartenhaus des Nachbarns hier diese Reststücke und so soll die Rückwand aussehen. Was ich jetzt noch machen werde, ist hier diese Fugen werde ich noch mit einer Phase versehen, dass sie noch ein bisschen deutlicher, damit das noch ein bisschen deutlicher durchkommt. Dann wird das verleimt, am Ende wird es abgeschliffen und dann kann ich das als Rückwand benutzen. So ist der Plan. Ich mache jetzt aber erstmal hier so eine Phase überall rein, damit der Unterschied noch ein bisschen deutlicher ist. Das machen wir jetzt als nächstes. So will ich es haben. Da ist jetzt eine leichte Fuge drin, das sieht richtig gut aus. Das mache ich einmal hier rundrum jetzt. Reihum, nicht rundrum.
So, als nächstes leime ich das hier ein und zwinge es zusammen. Gucken, ob ich das zeitlich alles hinkriege. So, das ist jetzt verleimt und eingezwingt und das kann jetzt über Nacht quasi sich abbinden, anbinden, umbinden und vielleicht komme ich morgen einen Schritt weiter. Wochenends ist ein bisschen schwieriger immer, aber ja, soweit sieht's aus. Ich finde die Optik schon mal ziemlich cool. Ich zeige es euch kurz. Ich weiß nicht, ob es rüberkommt hier. Aber es ist erstens total glatt. Ich hatte es auf 320 hochgeschliffen, runtergeschliffen, egal. Und mit dieser Fuge, dieser kleinen, spitze. So, das mit der Fuge hat klasse funktioniert. Jetzt rechne ich die Breite aus, beziehungsweise messe ich die Breite aus, die Rückwand sein muss. Und die ist exakt 77,6. Ja. Und 77,6. Dann können wir das hier erstmal zur Seite legen. Und dann sägen wir die Rückwand zu. From the past, to make sure you're learning from mistakes that you did last. Send me a letter when you're done, evaluating what your short life has become. You should know, you should know. Try to cover up your ways in light of what you've seen so far. There are better ways. Throw preconceptions down the drain, 'cause this is your last chance. You should know, you should know. To go.
So, das sieht jetzt schon mal ganz gut aus. Ich denke, in 2-3 Stunden kann ich da den zweiten Anstrich drüber machen oder die Rückseite und dann den zweiten Anstrich. Mal gucken. Und dann kann ich es morgen früh, glaube ich, zusammenbauen. Cool. So, ich habe das jetzt schon mal so angezwingt, wie die Regalbretter rein sollen. Und jetzt werde ich das Ganze einschrauben. Und zwar mache ich das so, ich werde erst mit einem 8er Bohrer bis zur Hälfte und dann mit einem dünnen Bohrer durch, um dann festzuschrauben. Und danach werde ich eine Rundstange reinstecken, absägen, drüber lackieren und hoffen, dass man es dann nicht sieht. So sieht das gute Stück aus, aber jetzt muss ich natürlich noch dafür sorgen, dass man hier die Punkte nicht sieht. Und dann muss ich ein letztes Mal drüber lackieren und dann ist es fertig, dann kann ich es aufhängen gehen. So, es ist noch ein bisschen unordentlich, aber hier an die Wand soll das gute Stück kommen und es soll halbwegs so hingehen, dass der Thermomix noch drunter passt. Ich räume jetzt erstmal hier den ganzen Kladderadatsch weg und dann hängen wir das gute Stück auf. Los geht's. So, das soll schon wieder gewesen sein. Ich sollte eigentlich auch noch den Fensterrahmen machen, das mache ich aber im nächsten Video. Oder ich pack's irgendwo dazwischen. Jetzt haben wir ein schönes Regal für Madame Blanc. Ich finde, es sieht super aus. Ich weiß nicht, ob ich es eventuell zu hoch gehangen habe, aber ganz ehrlich, dann schraube ich es halt ein bisschen tiefer. Das ist nicht das Problem. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal.